Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich die Festung Königstein, welche zu den ältesten Bergfestungsanlagen in Europa gehört. Und speziell in diesem Video erfahrt ihr interessante Anekdoten über das größte Weinfass in der Magdalenenburg. Kurfürst Johann Georg I. ließ die Festung bis zum Dreißigjährigen Krieg erweitern. Dabei dachte er vor allem an die Ausrichtung größerer höfischer Festlichkeiten auf dem Königstein. Zuerst wandte sich der Kurfürst der alten Kaiserburg zu. Er ließ das Gebäude zu einem Jagdschlösschen im Renaissance-Stil umbauen. Nach Fertigstellung der Georgenburg galt das Interesse des Kurfürsten dem Brauhaus mit einem Felsenkeller, welches sich neben der Kirche befand. Es war Teil der mittelalterlichen Burganlage und mit dem Ausbau der Burg zur Festung wurde der Felsenkeller 1589 erweitert und mit einer schmalen Rampe als Zugang versehen. Darüber entstand ein Provianthaus zur Lagerung von Lebensmitteln. Johann Georg I. beauftragte den Baumeister Eckhard mit der Errichtung eines noch größeren steinernen Provianthauses. Über den beiden Kellergeschossen ließ er 1621/22 repräsentative Wohnräume errichten. Die zwei unteren Gewölbe wurden als Lager für Proviant und Wein genutzt. Die beiden Obergeschosse dienten der Beherbergung des Hofes und seiner Gäste. Auf dem Dachboden lagerten Getreide, Hülsenfrüchte und Salz. In den Kellern Wein- und Bierfässer, Branntwein und Essig. Den Zugang zu den Obergeschossen und den Kellern bildet ein Wendelstein. Im ersten Obergeschoss befanden sich die Hofstube und 5 weitere gewölbte Räume, darunter die große Küche und eine Silberkammer. Im zweiten Obergeschoss lag das Gemach und die Kammer der Fürstin sowie 4 Beigemachkammern und das große Tafelgemach. Die Einrichtung ist relativ bescheiden gewesen. Sie bestand aus Tafeln und Bänken und eisernen Öfen. Geschmückt waren die Räume jedoch mit zahlreichen Bildern. Für den Renaissancebau entwickelte die zweite Gemahlin des Kurfürsten, Magdalena Sibylla von Brandenburg, eine solche Vorliebe, dass sich für das Schlösschen der Name Magdalenenburg einführte. Dieser Name ist ungeachtet des völligen Umbaus im 19. Jahrhundert bis heute erhalten geblieben. 1623 wurde das obere Kellergeschoss verlängert und erhöht. So entstand genügend Raum für das erste Riesenweinfass. Das Holz für das erste große Weinfass kam bereits 1590 auf den Königstein. Der Aufbau erfolgte im oberen Kellergeschoss. 1624 konnte das Fass mit 149.600 Litern Wein gefüllt werden. Es unterstand der Dresdner Hofkellerei und bildete den Mittelpunkt höfischer Festlichkeiten. Schöne Gemälde und Schnitzwerk schmückten das Fass. Auf einem Sims standen prachtvolle Pokale. Nach der ersten Leerung wurde es noch mehrfach gefüllt und wieder geleert. »50 Jahre später, im Jahr 1674, ließ der regierende Landesherr Johann Georg II. Das Fass gegen ein noch größeres austauschen, das jetzt 223.500 Liter Wein aufnehmen konnte. Hintergrund dieser Aktion war ein Wettstreit mit Karl Ludwig, dem Kurfürst von der Pfalz, der in seinem Heidelberger Schloss ebenfalls ein riesiges Weinfass stehen hatte und voller Stolz behauptete, ein größeres gebe es nirgends auf der Welt. Um Karl Ludwig zu übertreffen, musste in der Magdalenenburg umgebaut werden, was unter anderem dazu führte, dass die im ersten Wohngeschoss gelegene Hofstube verschwand, um hinreichend Platz für den gewaltigen Bottich zu schaffen.
Ein farbiges kursächsisches Wappen und 2 Bacchusfiguren schmückten den vorderen Spiegel. Auf dem beidseitigen Sims standen 24 Pokale aus Bergkristall. Eine Wendeltreppe mit 37 Stufen führte auf das Fass. Dort befand sich eine Galerie. Die erste Füllung mit 223.500 Litern Meißner Landwein dauerte 16 Wochen. Der Transport des Weins von Torgau und Dresden nach Königstein erfolgte in 580 Fässern auf der Elbe. Von der Stadt brachten 240 Vierspänner die Ladung zur Festung. 1699 wurde das Fass nach einer Reparatur ein zweites Mal gefüllt. So wie das Feiern lebte August der Starke auch die landschaftliche Lage des Königsteins. Sein Traum war es, eine prächtige Schlossanlage auf der Festung errichten zu lassen. Dafür fertigte er sogar eigenhändig Skizzen an. Doch es blieb, wie so oft aus Geldmangel, beim Projekt. Stattdessen ließ der Kurfürst und König den Fasskeller der Magdalenenburg erweitern und in diesem 1725 das dritte und mit einem Fassungsvermögen von 238.600 Litern größte Königsteiner Weinfass errichten. Der sächsische Oberlandbaumeister Pöppelmann erhielt den merkwürdigen Auftrag, einen Entwurf für ein dementsprechendes Behältnis vorzulegen. Meister Pöppelmann war sich für eine solche Aufgabe nicht zu schade und fertigte eine Vorlage an, die schließlich umgesetzt wurde. In Straßburg spürte man einen tüchtigen Böttcher namens Johann Philipp Hölbe auf, dem man die Handwerksarbeiten anvertraute. 11 Meter hoch und mit 30 geschmiedeten, jeweils 7 Zentner schweren Reifen umgeben, beeindruckte das Fass bei seiner Fertigstellung 1725 schon wegen seiner enormen Ausmaße. Es war aus Eichenholz gefertigt, verziert mit Schnitzereien und Pokalen, die auf einer umlaufenden Konsole aufgestellt waren, regte das Ganze zusätzlich zum Staunen an. Allerdings war das Riesenweinfass nur 2-mal mit Wein gefüllt. Es verfiel bald. Wegen Baufälligkeit musste es 1819 abgebrochen werden. Heute kann man im Keller der Magdalenenburg eine moderne Installation aus Tausenden von Weinflaschen besichtigen. Später wurde das Gebäude, die Magdalenenburg, zu einem bombenfesten Proviantmagazin umgebaut und fast nur noch zur Lagerung von Lebensmitteln genutzt. Darauf verweisen das massive Gewölbe, dicke Mauern und kleine Fenster, die wenig Licht und Wärme in die Vorratsräume ließen. August der Starke hat bekanntermaßen sowohl gern getrunken als auch mit Freunden gegessen. Zur Unterhaltung seiner Gäste ließ er im Johannissaal, dem heutigen Neuen Zeughaus, eine Personenwaage aufstellen, mit der er das Gewicht seiner Gäste überprüfen konnte. Die Zahlen wurden in einem historischen Wiegebuch vermerkt. 1716 begann mit der Errichtung eines neuen Brunnenhauses nach den Entwürfen des sächsischen Oberlandbaumeisters Pöppelmann eine neue Bauperiode. Den Brunnen betrachtete man früher als das Herz der Festung, denn im Belagerungsfall sicherte er der Besatzung das Überleben. Mit seinen 152,5 Meter Tiefe ist er einer der tiefsten Brunnen Deutschlands. Schon vor dem Beginn des Festungsbaus wurde er auf Befehl des sächsischen Kurfürsten August von Bergleuten aus dem Erzgebirge abgeteuft. In jahrelanger schwerer Arbeit drangen sie mit Bergeisen und Schlegel mühsam in die Tiefe vor, entsorgten das gehauene Gestein und eindringendes Wasser, bis der Zufluss stark genug war, um eine ganze Festungsbesatzung mit Trinkwasser versorgen zu können.
Gefördert wurde das Wasser anfangs mit Hilfe eines riesigen Tretrades, in dem 4 Soldaten, Gefangene oder Arbeiter pro Tag mindestens 28.000 Schritte tun mussten, um die notwendige Wassermenge heraufzuziehen. Erst 1871 löste eine Wanddampfmaschine das Tretrad ab und 1911 übernahm schließlich ein Elektromotor diese Aufgabe. Aus Kostengründen fehlte 1716 dem steinernen Brunnenhaus jedoch das bombenfeste Gewölbe. Kurfürst Friedrich August II., der Sohn Augusts des Starken, beauftragte deshalb Jean de Bode, ein neues Gebäude zu errichten. Im Mai 1735 erfolgte die Grundsteinlegung. Das Brunnenhaus diente dem Schutz des Brunnens vor Wind und Wetter, aber auch vor Beschuss. Deshalb hatte es ein im Scheitel 4 Meter dickes steinernes Gewölbe. Seit dem 17. Jahrhundert ist die feste Anstellung eines Brunnenmeisters auf dem Königstein nachweisbar. Er wohnte im Brunnenhaus und unterstand der Kommandantur. Seine Aufgabe war es, die Fördertechnik zu bedienen und zu warten und auf die Reinhaltung des Brunnenwassers zu achten. Regelmäßig musste er mit einem Fahrkorb und einer Laterne in den Schacht hinabfahren, um ihn zu inspizieren. Waren Gegenstände nach unten gefallen oder hatte sich beim Wasserschöpfen eine Tonne vom Seil gelöst, versuchte er mit Ankern und Greifern sie wieder nach oben zu holen. Das hat nicht immer funktioniert, denn bei der Reinigung des Brunnens 1997 wurden auf der Sohle 7 abgestürzte Wassertonnen gefunden. Die Kohle zum Heizen der Dampfkessel, bis 1892 Stein, danach auch Braunkohle, lag ursprünglich in einem Schuppen. Von dort musste sie bis zum Kesselanbau gekarrt und dann durch ein Fenster geschaufelt werden. Um den Nachschub auch im Belagerungsfall gewährleisten zu können, wurde unter dem Waschhausanbau 1892 ein neuer Kohlenkeller geschaffen. Mit diesem wunderschönen Hintergrund möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun sehr spannende Einblicke in die bekannte Festungsanlage Königstein erhalten. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!